Hey zusammen! Michaela hat uns gefragt, ob man Kindel bei Sukkulenten eigentlich abschneiden sollte oder sie lieber dran lassen. Genau das beantworten wir dir heute beim Succulent Sunday. Unabhängig davon, ob du deine Kindel von der Mutterpflanze trennen willst, solltest du wissen, dass, wenn deine Sukkulenten Ausläufer bildet, sie sich bei dir wohlfühlt und somit genug Energie hat, um sich zu vermehren. Und bevor ich dir sage, ob du zum Messer greifen solltest oder lieber nicht, lass uns ganz kurz klären, was Kindel überhaupt sind. Kindel sind eine Form der vegetativen Vermehrung. Das bedeutet, dass sie sich über Ableger ausbreitet und genetisch identische Klone der Mutterpflanze bildet. Deine Sukkulente nutzt ihre gespeicherten Zucker- und Wasservorräte, um neue ober- und unterirdische Sprossachsen mit kleinen Jungpflanzen zu bilden. Diese haben starke Internodienstreckungen, was erstmal wahnsinnig kompliziert klingt, bedeutet aber nur, dass die Pflanze versucht, sich möglichst weit auszubreiten. Also, ob du sie abschneidest oder nicht, hängt hauptsächlich von deinem Ziel ab. Möchtest du eine Pflanze vermehren, Sicherheitsableger bilden oder deine Mutterpflanze retten, dann schneide die Kindel ab, sobald sie ungefähr ein Drittel bis zur Hälfte der Mutterpflanzengröße erreicht haben und im Idealfall sogar schon einige Wurzeln zeigen. Dies ist jedoch nur eine Faustformel, denn bei manchen Arten, wie bei dieser langsam wachsenden Agave, kann es Jahre dauern, bis die Kindel die angesprochene Größe überhaupt erreicht haben. Wichtig ist, dass der Ableger schon halbwegs kräftig und idealerweise bewurzelt ist, damit er den Umzug gut verkraftet. Wenn du jedoch das dichte, buschige Wachstum magst, lass die Kindel einfach dran. Viele Sorten, wie zum Beispiel Aloen, Hawortien und auch einige Echeverien, bilden sehr hübsche Gruppen und sehen damit gerade im Pulk besonders attraktiv aus. Achte dann nur darauf, dass der Topf groß genug bleibt, damit alle Wurzeln im Topf Platz finden. Entscheidest du dich fürs Abschneiden, geh einfach wie folgt vor. Nimm ein sauberes, scharfes Messer, trenn die Kindel vorsichtig ab und leg sie 1 bis 2 Tage zum Trocknen zur Seite, damit die Schnittstelle versiegelt wird, also Kallus bildet. Dann setzt du es in leicht feuchtes, mineralisches Substrat. Aber bitte nicht noch zusätzlich gießen. Leichtes Einsprühen der Blätter reicht hier vollkommen aus und reduziert die Verdunstung. Stell den Ableger hell, aber nicht direkt in die pralle Mittagssonne, damit kein Sonnenbrand entsteht. Falls du mehr Details zum Vermehrungsprozess haben willst, schau gerne unser separates Video zum sukkulenten Vermehren. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Unterm Strich lautet die Frage dann eigentlich nur, willst du lieber Nachwuchs oder bevorzugst du den natürlichen Pulk-Look? Und falls die Mutterpflanze mal beschädigt sein soll, ist Kindelmachen eine hervorragende Möglichkeit, um deine Lieblingssukkulente zu retten. Wir beantworten hier jede Woche deine Fragen rund um Sukkulenten und Sukkulentenpflege. Wenn du also jetzt schon Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es uns gerne in die Kommentare. Vielleicht beantworten wir direkt nächste Woche deine Frage im Succulent Sunday. Ich bin Stefan von Passiora. Viel Spaß beim Vermehren und bis nächste Woche.